Als er nach Hause kam, wurde ein Mann mit einer Szene konfrontiert, die er sich niemals hätte vorstellen können. Seine Frau war mit einem anderen Mann zusammen. Er war früher als geplant heimgekehrt, ohne sie zu benachrichtigen. Er wollte sie überraschen. Doch am Ende war er selbst derjenige, der überrascht wurde. Er blieb für einige Sekunden regungslos stehen und beobachtete den Verrat. Doch er schrie nicht, machte keine Szene, stritt nicht und wurde nicht laut. Ohne ein Wort drehte er sich um und ging. Er verließ das Haus, zog in eine andere Stadt und begann auf der Straße zu leben. Monate später, an einem Samstagmorgen, schlief er auf einer Parkbank, als es plötzlich zu regnen begann. Er suchte Schutz unter einem Baum und als der Regen nachließ, überkam ihn ein unbändiger Hunger. Er begann seine Taschen zu durchsuchen, in der Hoffnung, eine Münze oder irgendein Kleingeld zu finden. Doch plötzlich verspürte er einen starken Drang zu beten. Er hob den Blick gen Himmel und sprach: »Herr, wenn ich hier irgendein Geld finde, lass es genug sein, um mir wenigstens etwas zu essen zu kaufen.« Dann flehte er: »Wenn du mich hören kannst, gib mir ein Zeichen, dass du mein ganzes Leid siehst.« Nachdem er das Gebet beendet hatte, wischte er sich die Tränen aus dem Gesicht und machte sich auf die Suche nach etwas Essbarem. Im ersten Lokal, das er fand, konnte er sich eine kleine Mahlzeit kaufen, doch der Besitzer erlaubte ihm nicht, sich ins Innere zu setzen. Der Grund? Sein Körpergeruch war zu stark. Es war schon lange her, dass er das letzte Mal geduscht hatte. Da ihm keine andere Wahl blieb, setzte er sich auf den Gehsteig, um zu essen. Sein Magen schmerzte vor Hunger. Doch als er gerade die Gabel zum Mund führte, hörte er eine Stimme: »Entschuldigung, mein Herr.« Er hob den Kopf und sah einen alten Mann mit 2 Kindern, die etwa 12 oder 13 Jahre alt zu sein schienen. Der Greis richtete eine Bitte an ihn: »Mein Herr, wir stehen hier schon eine ganze Weile, und diese Kinder haben großen Hunger. Wäre es möglich, dass Sie uns ihr Essen geben?« Der Mann schaute die 3 an und erkannte, dass sie wirklich bedürftig waren. Ohne zu zögern, reichte er ihnen seine Mahlzeit. Er fügte hinzu: »Ich habe gestern Morgen das letzte Mal gegessen. Ihr braucht das Essen viel dringender als ich. Bedient euch bitte.« Der alte Mann lächelte und sagte, er glaube fest daran, dass die Güte dieses Mannes nicht nur sein Herz, sondern auch sein Schicksal verändern würde. Dann griff er in seine Tasche, zog eine alte Münze heraus und hielt sie ihm hin. »Nein, bitte, Sie müssen mir nichts geben«, entgegnete der Mann, doch der Alte bestand darauf: »Bitte, mein Sohn, nimm sie.« Angesichts der Beharrlichkeit nahm er die Münze schließlich an. Während der alte Mann und die Kinder aßen, kehrte der Mann in den Park zurück und versuchte etwas zu schlafen, um den Hunger zu vergessen. Doch egal wie sehr er sich bemühte, er konnte nicht einschlafen. Er wälzte sich hin und her, bis eine plötzliche Windböe aufkam. Er griff nach ein paar Zeitungsblättern und versuchte, sich damit zuzudecken. Während er die Papiere über seinen Körper legte, fiel sein Blick auf eine Anzeige, die auf einer der Seiten gedruckt war: »Wir kaufen alte Münzen.« In diesem Moment erinnerte er sich an die Münze, die ihm der alte Mann gegeben hatte. Er fragte sich, ob diese Münze wohl etwas wert ist. Also schnitt er die Anzeige aus und eilte zu der angegebenen Adresse. Dort angekommen, betrachtete ihn der Ladenbesitzer misstrauisch. Ein Mann in Lumpen stand vor seiner Tür, doch er ließ ihn eintreten. »Mein Herr, ich habe Ihre Anzeige in der Zeitung gesehen«, sagte der Mann. »Könnten Sie diese Münze für mich bewerten?« Der Händler nahm die Münze und begann sie eingehend zu untersuchen. Plötzlich weiteten sich seine Augen und er rief aus: »Mein Freund, diese Münze ist eine echte Rarität. Es handelt sich um eine äußerst wertvolle spanische Münze.« »Bitte warten Sie einen Moment«, fügte der Ladenbesitzer hinzu. Wenige Augenblicke später kehrte er mit einem Scheck in der Hand zurück, mit einer Summe, die Tausende von Dollar umfasste. Der Mann stand wie erstarrt da, unfähig zu begreifen, was gerade geschah. Mit zitternden Händen nahm er den Scheck entgegen und rannte los, fast stolpernd, in der Hoffnung, den alten Mann und die Kinder zu finden, um das Geld mit ihnen zu teilen. Doch so sehr er auch suchte, er konnte sie nirgends finden. Er durchstreifte die ganze Gegend, fragte viele Menschen, doch niemand konnte ihm eine Antwort geben.
Dann entdeckte er einen Zeitungskiosk und näherte sich. »Entschuldigen Sie, gnädige Frau, haben Sie hier in der Nähe einen alten Herrn mit 2 Kindern essen sehen?« Die Verkäuferin nickte. »Ja, mein Sohn. Er hat mir sogar eine Nachricht hinterlassen, falls jemand nach ihm fragen sollte.« »Eine Nachricht?« Der Mann nahm den Zettel entgegen und verspürte beim Lesen eine tiefe Ergriffenheit. Die Worte lauteten: »Heute hast du dein Bestes gegeben, mein Sohn, und wir haben es dir mit ganzem Herzen gedankt.« Unterzeichnet: Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Es gibt Momente im Leben, in denen wir uns völlig verloren fühlen, ohne Orientierung, ohne zu wissen, welchen Schritt wir als nächstes tun sollen. In solchen Zeiten scheinen Mut und Kraft zu schwinden. Vielleicht steckst du gerade in so einer Phase, in der du das Gefühl hast, keine Energie mehr zu haben, um weiterzumachen. Doch vergiss nicht, Gott lenkt weiterhin deinen Weg. Wenn du dich bemühst, deinen Glauben standhaft zu bewahren, die Hoffnung zu nähren und weiterhin dein Bestes zu geben, dann sei dir gewiss: Zur rechten Zeit wird Gott nicht nur für Gerechtigkeit sorgen, sondern auch dein Leben verwandeln. Er wird alles, was schiefgelaufen ist, wieder in Ordnung bringen, dir das Doppelte von dem zurückgeben, was dir genommen wurde, und jede Ungerechtigkeit, jede Enttäuschung und jeden Verlust, den du erlitten hast, aus deinem Leben entfernen. Das Leben spiegelt das wider, was wir säen, und die Güte, die wir verbreiten, hat eine kraftvolle Wirkung. Wenn wir Gutes tun, säen wir Liebe, Mitgefühl und Hoffnung in den Herzen der Menschen um uns herum. Die Bibel lehrt uns: Wer kärglich sät, wird auch kärglich ernten, und wer im Segen sät, wird auch im Segen ernten. 2. Korinther 9,6. Dieser Vers erinnert uns daran, dass unsere Taten Konsequenzen haben und dass Gott jede einzelne von ihnen mit Weisheit und Aufmerksamkeit betrachtet. Er belohnt diejenigen, die Gutes tun, auf Arten, die wir oft nicht einmal erahnen können. Dabei geht es nicht nur um materiellen Reichtum, sondern um Segnungen, die unsere Seele und unseren Geist berühren. Wahre innere Ruhe, echte Freude und die Gewissheit, auf dem richtigen Weg zu sein, all das sind göttliche Geschenke für jene, die sich entscheiden, Gutes zu tun. Die Güte zieht die Gegenwart Gottes in unser Leben. Wenn wir freundlich sind, wenn wir anderen helfen, wenn wir von Herzen vergeben und mit Integrität handeln, dann spiegeln wir das Bild Gottes in dieser Welt wider. Und im Gegenzug umhüllt er uns mit seiner Liebe, trägt uns durch schwere Zeiten und stärkt uns angesichts von Herausforderungen. Unterschätze niemals die Wirkung einer guten Tat, selbst wenn sie dir noch so klein erscheinen mag. Der Dank eines Menschen, dem wir geholfen haben, das Lächeln, das wir hervorrufen, die Hoffnung, die wir erneuern, all das sind Beweise für die transformative Kraft der Güte. Und Gott, in seiner unendlichen Barmherzigkeit, vergisst diese Taten niemals. Er sieht jedes Opfer, jede Mühe und belohnt sie mit Gnade und Fülle. Deshalb verbreite weiterhin Güte, selbst wenn niemand zusieht. Vertraue darauf, dass Gott in seiner vollkommenen Gerechtigkeit jede gute Tat mit unermesslichem Segen belohnen wird. Güte öffnet Wege, verändert Schicksale und führt uns zu unserem göttlichen Lebenszweck. Tue stets Gutes, denn Gott vergisst nie diejenigen, die mit reinem und großzügigem Herzen handeln. Kommentieren Sie unten, was Sie von dieser Geschichte halten und aus welcher Stadt Sie uns zusehen. Hinterlassen Sie ein Gefällt mir und abonnieren Sie unseren Kanal, damit wir gemeinsam eine große Gemeinschaft aufbauen können, die inspirierende Geschichten teilt. Vielen Dank fürs Zuschauen.